in dem Moment, wo wir gesagt haben, wir bringen Travelino 1.0 nicht und wir gehen in 2.0, da wusste ich persönlich, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Es geht hier um komplett neue Fertigungstechnologien, komplett neue Materialien, wo es überhaupt keinerlei Erfahrungen gibt. Und hier hat man sich wirklich zu einer sehr, sehr weiten Vorgehensweise hin verständigt. Und das war natürlich die ideale Basis. Und dafür brauchst du dann keinen zusätzlichen Hinweis mehr, sondern einfach nur noch Zeit, da anfangen zu dürfen. Die Technologien, die wir im Travelino 2.0 vereint haben, geben uns genau den richtigen Ansatz. Leichtigkeit, Luftigkeit, Raumaufteilungen, die zu dem Zeitpunkt so gar nicht möglich waren, durch diese Technologien und vor allen Dingen auch durch die Materialien, die wir dort einsetzen, mit ganz anderen Formgebungen. Von unten bis oben, von vorne bis hinten haben wir es durchgängig betrachtet. Wir haben angefangen beim Fahrgestell. Als klar wurde, wir nehmen kein Fahrwerk von der Stange, wir verlassen auch diesen Pfad. Und wir merkten, dass wir dort nicht nur leichter geworden sind, sondern auch eine ganz neue Fahrdynamik erreichen. Etwas, was ja so gar nicht ganz ehrlich geplant war. Mit dem Fiberframe sind wir komplett neue Wege gegangen. Heute sind Fahrzeuge, Caravan-Fahrzeuge meistens nicht auf einer selbsttragenden Struktur. Und das ist jetzt hier beim Travelino 2.0 erstmalig für uns gänzlich anders. Das heißt, Seitenwände, Bug oder Heck oder Dächer sind nicht mehr zwingend Bestandteil der Konstruktion oder müssen nicht zwingend Kräfte aufnehmen. Das hat plötzlich für uns ein Portfolio an Möglichkeiten aufgezeigt, wo wir früher gar nicht dran gedacht hatten. Eine Verbindung zwischen dem Caravan und der Natur herzustellen. Das heißt, ich kann hier mein Caravan großflächiger zur Natur hin öffnen, wäre mit der herkömmlichen Technik nicht möglich gewesen. Die Frametechnik gibt uns natürlich auch im Innenbereich ganz neue Möglichkeiten. In der Vergangenheit war es zwingend erforderlich, dass die entsprechenden Möbelbausätze vom Fußboden bis zum Dach durchgehend konstruiert werden. Bei der Interieurgestaltung sind wir jetzt völlig frei. Das heißt, wir sind eigentlich auf nichts mehr angewiesen, was heute allgemein üblich ist. Wir haben hier bewusst kubische Formen gewählt, um auch mal die Leichtigkeit des Fahrzeuges zu zeigen, zu spüren, zu fühlen. Wir haben unterschiedlichste Sandwich-Materialien, was die Leichtbauplatten anbetrifft. Wir haben aber darüber hinaus für uns erstmalig ein Material dabei, das so in der Form momentan, glaube ich, im Möbelbereich noch nie eingesetzt wurde, im Caravan-Bereich. Und zwar ist das EPP. In einer völlig neuen Fertigungsmethode, mit völlig neuen Raumgewichten und auch mit völlig neuen Oberflächenstrukturen. Natürlich bringt der Einsatz von neuen Materialien wie EPP auch neue Anforderungen an die Verbindungstechnik. Hier wurden in umfangreichen Tests neue Verbindungstechniken entwickelt. Viel Kleinarbeit, muss ich dazu sagen, denn Ultraschallklebetechnik ist in dieser Branche noch überhaupt gar kein Thema. Es ist, was die Ausreißfähigkeit anbetrifft, ein sehr, sehr hoher Grad erreicht, den man normalerweise hier mit anderen konventionellen Technologien nicht erzeugen kann. Diese Punkte dann miteinander zu vereinen, diese Verzwickungen ineinander zu bekommen, die dann wie kleine Puzzleteile ineinander greifen, das waren schon erhabene Momente. Der Travelino 2.0 für mich persönlich bedeutet Aufbruch. Wir sehen im Travelino 2.0 das Fertigungsverfahren und die Zukunft des Caravanings. Da kam wieder der Punkt, das nimmt Dimensionen an, die schon groß erschienen. Das lässt sich eben nur dann verwirklichen, wenn wir hier
all das, was wir heute als Gesetz sehen, in Frage stellen dürfen. Und genau das war auch der Fall. Dann ging es natürlich in einem Buschfeuer nach vorne und da kam eins zum anderen. Wobei ich sagen muss, wir sind ja jetzt nicht am Ende des Projektes, sondern wir starten jetzt erst. Und ich glaube, das ist das Spannende. Wir haben tatsächlich vieles neu interpretiert, aber trotzdem sind nur Startpunkte. Und insofern denke ich mal, wird in Zukunft das Thema Caravaning viel größere Freiheiten bekommen, wie sie heute eben für uns momentan zur Verfügung stehen. Es ist schade, dass wir Ihnen mit dem Trevilino 2.0 derzeit nur eine zeigen, aber da wird noch ganz, ganz viel mehr kommen. Es hat sich bewährt, dass wir hier den Start mit begonnen haben, dass wir hier separat vom klassischen Konstruktionsentwicklungsumfeld hier die Situation angehen und es wirklich isoliert mal ein Stück weit eigenständig sehen dürfen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und sind gerüstet für die Zukunft. Und natürlich auch stolz, mit einem Team zusammen eine Branche zu revolutionieren. Ich glaube, das war für mich wirklich etwas, was man dann so ganz tief auch gespürt hat. Das war die größte Erfahrung, die ich daraus gezogen habe.